Mekomot is bringing a life or new life to places that are gone or places that used to have life. Orte, in denen mal Leben gegeben war, geistiges Leben gegeben war und heute nicht mehr. Das ist auch eine Zeitreise in gewisser Weise. I got this call earlier in the year when Sarah Nemtsov asked me to take a part in a Mekomot project. I knew Sarah from the scene in Berlin, but Amit and Sarah had already collaborated together on a previous project, and Sarah invited him, and Amit basically did the matchmaking. This was, of course, Sarah's idea, but when we started talking about it, we talked about how we can make this something that is that has like a ritualistic aspect, that has other aspects of getting together of people, that is not confined completely to the ritual of going to a concert. Ich bin auf die Idee gekommen, das ist fast 2 Jahre her, zu Chanukka, vor eben fast 2 Jahren. Ich habe es meinen Kindern erklärt, das Fest, und bin ganz assoziativ von der Geschichte von Chanukka über die Zerstörung, die 2 Zerstörungen des Tempels bei den zerstörten Synagogen gelandet. Und ich wusste davon, dass es einige Synagogen gibt, die erhalten geblieben sind, die nicht durch den 9. November 38 zerstört worden sind. Und habe einfach gedacht, es wäre doch schön, wenn man in diese Orte Musik bringt und wenn man etwas Jüdisches dort wieder hinträgt. Und sie hat 4 weitere Komponisten eingeladen, Stücke zu schreiben, in denen es irgendwie um jüdische Identität geht. Also die Idee ist grundlegend jüdisches Leben in Deutschland durch neue Musik. As more she explained me about the concept of the project and the pieces that we're going to be performing, and also naming the composers, I got really excited and interested to take a part in this wonderful Mekomot project. So Mekomot is a word in Hebrew that means just a place. I'm very attached to this idea of a place, the way I listen to music. The name of my piece is El, which in Hebrew means a god, just a deity, God, a divine being. And it also means going towards something. The original idea was to re-resonate the sounds from these walls. So my piece uses many names of God. So the voice / cantor just calls to this God, echoing what was within them on a daily basis. The wonderful thing for me, and what I haven't done before, was to actually write a kind of a modular piece. So the piece unfolds during the concerts. So every concert, different groups, different parts, different names are being played in different order, and it's as if different facets of this infinity are revealed to you.
diese Stücke neuer Musik werden aber verbunden von traditionellen liturgischen Gesängen, die von einem Kantor, der auch Sänger für neue Musik ist. Werden die vorgetragen und verbunden sozusagen. Diese kantoralen Gesänge bilden eine Brücke zwischen diesen 5 rein instrumentalen Stücken. Die jüdischen Gesänge dazwischen von Assaf, die eben auch ganz eigen sind. Und jetzt, manche Leute denken ja, wenn sie hören jüdische Musik, dann denkt man an netten Klezmer, der ja auch nichts mit dem ursprünglichen Klezmer oft zu tun hat, aber das, was sozusagen der populäre Klezmer oft ist, wenn jemand so etwas erwartet, der wird natürlich völlig enttäuscht von dem Programm sein, weil es das nicht gibt. Aber er wird vielleicht mit einer Frage und etwas anderem nach Hause gehen. Unser Statement ist nicht nur, dort neue Musik zu machen, sondern auch die Musik, die damals dort erklang, wieder zu präsentieren. We have puff and wind, we have puff and wawa, because it's also a relationship. We were supposed to be here for, I don't know, 6 days or so, and we wrote, I think it's true for everyone, we wrote pieces that needs time. So on one hand, it's incredible as an opportunity. On the other hand, it's pretty exhausting for everyone. Das waren sehr sehr intensive Tage hinter uns, wo die Musiker 12 Stunden geprobt haben, mit verschiedenen Stücken, komplett, also völlig verschiedene Ästhetiken auch und technische Voraussetzungen und überhaupt auch technische Neuigkeiten auch für die Musiker selbst. Sie mussten bestimmte Instrumente spielen, die noch nie in ihrem Leben gespielt haben. Von daher, ich finde, es ist ein großer Workshop eigentlich für uns alle. Jeder bringt quasi seine eigene Identität mit rein. Das führt auch zu Diskussionen, aber das finde ich spannend. 5 pieces are coming together with all the stress and with all the problems that arise, but to actually be in this point, I mean, we have the premiere tonight and it's actually happening. Also Kaddisch im Judentum ist das wichtigste Gebet und der wird in Trauer. Und das Stück ist wirklich sehr, es ist sehr morbid. Und das ist wirklich das Gegenteil von dem ursprünglichen Kaddisch. Ich versuche schon konstruktiv zu arbeiten, also an eine neue Sprache zu erfinden, neue harmonische Systeme, neue Instrumentierung, also in sehr viele Aspekten von Musik.
Es gibt Kompositionen, die handwerklich den Komponisten weiterbringen. Es gibt Kompositionen, die auch psychologisch eine Rolle spielen, also fast wie biografischer Moment, das in Anführungszeichen vertont wird vom Komponisten. Und ich glaube, dass mein Stück jetzt hat beides. Noch einmal bitte. The project is open to allow discussion, and people are willing to go places where they are not comfortable. Jetzt langsam werden Versuche gemacht, die Shoah in die Liturgie einzuführen. Also das auch als Event, was man nicht ignorieren kann, auch wenn man in der Synagoge ist. Wir wollen Israel aufbauen, nicht zurückblicken in der Geschichte, nicht mehr uns als Opfer sehen, sondern weiter in die Zukunft schauen. Man kann nicht einfach nur in die Zukunft nur schauen und nicht mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Some of us are also in their pieces are taking a much more active stand on it. The main thing for me would be to remind that it's all the same things. 72 are one. It's all the same God, whether you believe it or not. And perhaps it's banal, but I feel that most of the shit that is happening in the world is just because some people think that they're better than others, where they're not. This word Mensch is the departure point for the piece, and that's also the connection to Mahler, because the setting in the Third Symphony of Nietzsche starts with the words, "O Mensch." My piece sort of takes a twist and reveals the Merkel text. I chose to compose a text by Angela Merkel, where in July over the summer she spoke on national television with a Palestinian refugee girl, and she made her cry. Das können wir auch nicht schaffen. Da sind wir jetzt in diesem Zwiespalt und die einzige Antwort, die wir haben, ist... And I thought it was a good opportunity to just take this text as sort of like an example of what is normal, what we are used to be hearing, right? What does the sound of authority sound like? What are the words that are being said? My piece asks to meditate on that and to sort of expose that and uncover that. Tausende und Tausende. Und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen, das können wir auch nicht schaffen. Because again, when Merkel speaks, it's like, das ist manchmal hart in der Politik, you have to understand. But if you say, das ist manchmal hart, don't expect a bunch of classical players to stand up and start, dancing essentially, but this is what they do. So the piece sort of transposes the medium it uses as the layers of interpretation of the text go, kind of deeper, or become more blunt.
sort of like power dynamic of somebody like Angela Merkel talking to a refugee like Rim, and just the power disparity and what these two people represent that is so, that is so different. More than I hope for people to like the piece, I guess I hope for people to have the piece provoke something in them. Das Publikum ist nicht groß, also es sind jetzt keine 300 Leute, die in so eine Art von Konzert stürmen, aber eben sehr dankbar. Es waren sehr kleine Orte und vor allem Orte, an denen es kein jüdisches Leben mehr gibt, keine jüdischen Gemeinden. Und das war in Polen ganz anders. In Polen haben wir in Synagogen gespielt, die zum Teil in Betrieb sind. In Warschau beispielsweise in der einzigen noch wirklich erhaltenen Synagoge. Wunderschöner Raum. Also ich glaube, wir können auf sehr unterschiedliche Begegnungen uns gefasst machen und vielleicht werden wir auch an einem Ort wir selber mehr sein als das Publikum. Das kann auch passieren, dass wir irgendwo vielleicht nur 5 Zuhörer haben und es ist so eine Art Erfahrungsreise. We don't really know the communities and it's new music, so we had no idea what to expect and it was great, the atmosphere was really good. Weit geplant in Deutschland, es gibt noch viel mehr Orte, aber damit beginnen das Universum. Ja, ich fand es sehr schön und vor allen Dingen fand ich es sehr passend. Es ist weg, aber es kommt wieder zurück, aber nicht so, wie es gewesen ist, sondern anders. Es geht rundherum, ist aber kein geschlossener Kreis, sondern es ist eher wie eine Spirale. The concert has real meaning and it's not just concert and just music. There is something beyond here. Und am Ende aber ganz oft Begeisterung. Es sind wirklich Leute zu den Musikern und zu uns gekommen, die gesagt haben, das war so beeindruckend, das werde ich einfach mit mir tragen, das nehme ich mit. Das hat mich wahnsinnig bewegt. Vielen Dank für dieses Konzert und dieses Erlebnis. Und das ist so das tollste Lob, was man überhaupt kriegen kann. Das war das Ziel. If the performers love the music, they will make sure that the audience loves it too. Resisim is an old, ancient word from the Bible, where it describes night traces, or tal in Hebrew. So these are the pieces of little drops that happens on cold surfaces during the night. It also means shatters. And in Hebrew, it is both the positive things and the negative things at the same time. It's the idea of shatters and
and the idea of moral clouds in the synagogue, and also a process of vanishing. And these three elements are being layered on top of another, intertwined with one another throughout the piece. In Mekomot we have about 17 concerts. We have 17 opportunities to grow with the piece further and further. And so the piece is written in a way that it allows this growth to happen over time. Wir haben angefangen in Mecklenburg-Vorpommern, in ganz kleinen Orten, deren Namen ich noch nie gehört hatte vorher, was für einen Großteil der Orte zutrifft, ehrlich gesagt. Ganz anders als beispielsweise dann das Konzert, was wir in Dresden gespielt haben oder in Köln in den Räumen des Deutschlandfunks im Rahmen eines Festivals zu jüdischen Identitäten. Das Publikum ist anders, die Räume sind komplett anders. Akustisch ein Segen, ist fantastisch, ein akustisches Paradies. Andere Synagogen sind akustisch sehr schwierig, das halt total. So far, Mekomot tour has been a great experience for me to notice the support from the colleagues and organization team as well. So it kind of work all together, and that's what makes Mekomot really, really special and neat. It's not individuals. I feel like it's more like one big organism made out of the performance and the helping team. And if there is one thing missing, it's just not going to work. It will not work so. Mit den ganzen Reisen und Aufbau, Abbau, es ist schon viele Stunden da verbracht, Geräte zu verkabeln, aufzustellen, dies und jenes, die Anspielproben. Und, also mir hat es wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. From the first moment it felt like this is a group of people who's going to help each other. And so I'm very happy to be stuck with them now on this long tour. Ashrei ist der Beginn vom Mincha-Gottesdienst, vom Nachmittagsgebet. Das Ashrei selbst ist ein Gebet, was man 3-mal am Tag sagt. Eine Lobpreisung Gottes, ein sehr wichtiges Gebet. Beginnt erst mit ein paar Zeilen Ashrei, Yoshvei Betecha. Dann kommt eigentlich der Psalm 145, Psalm Davids. Das ist ein Psalm, der alphabetisch durchgeht, das hebräische Alphabet. Jeder Vers beginnt mit den nächsten Buchstaben. Interessanterweise ein Buchstabe fehlt, das Nun, das N. Es ist einfach dieser, also darüber wird dann diskutiert, ist er woanders versteckt oder ist er verloren gegangen über die Jahrtausende. Jedenfalls gibt es diesen Buchstaben nicht und mich hat diese Lücke in diesem Text interessiert, dass dort schon etwas verloren gegangen ist, dass dort eine Lücke ist, ein Fehlen. Oboe, es gibt Trompete, es gibt die E-Gitarre, die ganz viele Fußpedale als Effektgeräte benutzt und zum Teil sehr stark verzerrt ist und vor allen Dingen, also sie ist auch oft wie so eine Art zweiter Kantor ihm gegenüber, löscht ihn auch zum Teil aus. Wo einfach die E-Gitarre richtig da mit dem Kantor in Verbindung steht. Die Gitarre wird in absolut unorthodoxen Art und Weise da gespielt.
high points and low points, and it's all been really fantastic journey. But once when it's finished, I think I'm gonna miss it a lot. I'm curious to see what would come up with this project, how it would look like in 2 weeks, how it would look like in 3 months, in a year from now. Diese Leere, die aber überhaupt nicht nichts ist, sondern die so viel ist, dass man es eigentlich nicht greifen kann. Ich würde das als Chance jetzt sehen, sich dem zu widmen und zu gucken, was kann man daraus Positives ziehen. These places are not gone. They're still here. We are here. Es geht um diese Spurensuche, um Orte, auch ums Loslassen. Es ist verloren gegangen, es wurde zerstört, aber man muss ja auch weitergehen. Man muss irgendwie auch aus diesen Scherben vielleicht eine positive Kraft schöpfen, um nach vorne zu schauen, um etwas Positives für die Zukunft zu schaffen.